Herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Motorradreise nach Albanien. Sodele. Ich will über die berühmt-berüchtigte, nicht asphaltierte Südroute nach Skoda fahren. Das heißt 70 Kilometer Offroad. Das Wetter ist genial. Es ist schon sehr warm. Es sind auch schon einige unterwegs. Okay, dann fahre ich eben links. Der Campingplatz liegt weiter oben, als ich gedacht habe. Das heißt, bis ins Tal dauert es ein bisschen. Nochmal eine kleine Anmerkung zu den Bebbern, also den Aufklebern. Ich finde es gut. Ich schaue auch jedes Mal, ob ich jemanden Bekannten finde, aber ich klebe nie Informationen auf dem Schild zu und ich überklebe niemals andere Aufkleber. Wenn das nicht geht, verzichte ich darauf, meinen Bebber anzubringen. Wenn ich aufs Navi geschaut hätte, dann wäre ich jetzt links abgebogen. Aber nein, vor lauter Landschaft angucken, fahre ich natürlich geradeaus. Bis ich es dann bemerke und umdrehen muss. So, jetzt lass die Spiele beginnen.
Die Landschaft ist überwältigend und der Weg ist erstmal gut zu befahren, wobei es immer wieder Abschnitte gibt, bei denen der Schotter sehr grob ist. Okay, ich habe zwar einen Einsteiger-Enduro-Kurs gemacht, aber viel Erfahrung mit solchen Offroad-Wegen habe ich noch nicht. Die Asia-Dakam-Straße, die ich schon gefahren bin, ist gegenüber diesem Weg eine gut ausgebaute Straße. Und ja, die Africa Twin ist hoch. Meine Adventure Sports ist noch höher. Meine Sitzbank wurde nochmal 3 cm aufgepolstert und das Touratech Federbein macht sie nochmal 2 cm höher. Ich bin mit meinen 1,90 Meter auch kein Zwerg, wiege über 100 Kilogramm und mein Gepäck ist, ja, auch nicht ideal gepackt. Schwere Maschine mit hohem Schwerpunkt und eingeschränktes fahrerisches Können sind jetzt nicht gerade die Idealvoraussetzungen. Ich bin alleine unterwegs und traue mich nur deshalb, diesen Weg zu fahren, weil ich weiß, dass hier viele unterwegs sind. Dann, ihr seht es selbst, ich bin zu langsam, zu zaghaft, zu vorsichtig unterwegs. Das werde ich bald zu spüren bekommen. Generell gibt es ganz schön steile Abschnitte, die hier im Video irgendwie flach aussehen. Meine erste kleine Wasserdurchfahrt, easy peasy, ist ja auch nicht viel Wasser. Dann kommen die wirklich gemeinen Abschnitte, das heißt steil, grobe Steine, abschüssig. Das strengt an, zumal es inzwischen ganz schön heiß ist. Mein erster Umfaller. An einem großen Stein bleibt Alia einfach stehen, dann geht's für mich nach unten. Es kostet ganz schön Kraft, sie wieder aufzustellen, also alleine, aber ich hab's geschafft. Ich genieße die leichten Abschnitte, um mich zu erholen und auch die grandiose Landschaft. Dann wieder so ein verteufelter steiler Abschnitt, der mich ziemlich schafft.
Ich stoße auf Betonplatten, bei denen ich mich nicht traue, einfach rüberzufahren. Der Absatz ist zu hoch, die Steine sind einfach nur lose hingeworfen. Versuche erfolglos, Alia rüberzuschieben. 3 Männer in einem Jeep helfen mir, gemeinsam schieben wir Alia über die Betonplatten. Etwas später ein weiterer Umfaller. Alia aufstellen und Pause machen. Es ist heiß und mein Wasser wird knapp. Dann kommt ein Hilux gefahren mit Anna und Thierry. Sie geben mir Wasser und begleiten mich zur Bar Mali Isoshit. 2 weitere Umfaller später, durch abrupten Stopp wegen Gegenverkehr, ist es auf einmal so, als ob mir die Erleuchtung zuteil wird. Nun fahre ich voraus, ich hänge am Gas und Alia pflügt sich durch die ganzen Steine. Jetzt komme ich gut voran und erreiche ohne weiteren Umfaller die Bar Mali Isoshit. Die Hitze und Anstrengung haben trotzdem ihren Tribut gefordert. Deshalb beschließe ich, dort zu übernachten. Anna und Jerry fahren weiter. Sie suchen sich einen Schlafplatz unterwegs. Vielleicht treffe ich sie morgen ja wieder. Der Tag beginnt wieder mit sagenhaftem Wetter. Trinke einen Kaffee und mache mich auf den Weg. Will nach Koman, weil ich mit der Fähre nach Viersa will. Bin ausgeruht und habe Kraft getankt. Es geht gleich steil und steinig nach oben, aber alles geht gut. Ich habe keine Probleme mehr. Es ist halt ein Unterschied, ob man nur weiß, dass man am Gas hängen soll oder es auch versteht, was das bedeutet, wenn man es selber spürt. Ebenso, dass man das Motorrad selber seinen Weg suchen lassen soll. Nun fühle ich es selber und habe Vertrauen in Alia. Bin auch über meinen Mitas E10 Dakar-Reifen froh, da immer genügend Grip bietet. Ich warte gespannt auf die schweren Abschnitte, die noch kommen sollen. Die Ausblicke sind überwältigend. Halte auch gleichzeitig Ausschau nach Anna und Thierry, fahre aber an ihnen vorbei, ohne sie zu bemerken. Weiß nicht, ob sie das links oben sind, habe es aber erst beim Videoschneiden gesehen. Die sogenannten schweren Abschnitte sind nicht gekommen, denn bei Brikal ist die Straße auf einmal asphaltiert. Nach 1,5 Stunden bedanke ich mich bei der Madonna, dass ich heil runtergekommen bin.
trinke in Škoda einen Kaffee, den mir ein fremder Mann bezahlt. Ja, was geht ab? Unglaublich, oder? Fahre nach Koman, will dort übernachten und morgen mit der Fähre weiter. Die Straße soll schlecht sein. Tatsächlich. Das wird sie auch, je näher ich an Koman komme. Nichtsdestotrotz ist der Blick auf den riesigen Komansee echt umwerfend. Es ist so heiß, dass ich erstmal in der Trin baden gehe, um mich abzukühlen. Dann lasse ich es mir gut gehen bei einem leckeren Fisch und gut gekühltem Bier. Buche online die Fähre, bekomme aber für den morgigen Tag keinen Fährplatz. Buche für übermorgen.
werde aber trotzdem morgen hinfahren und schauen, ob es nicht doch noch einen Platz für ein Motorrad gibt. Bin pünktlich los, damit ich um 8 Uhr an der Fähre bin. Und ja, ich kann gleich mit. Fahre aufs Boot, dann wird sie vom Personal fachgerecht eingeparkt. Via Fähre von Koman bis Vierza, dann auf der kurvigen SH22 und SH5 nach Kukas und auf der SH31 Dubujtana Jana. Ich bin froh, schon um 8 da zu sein, denn es wird rappelvoll. Kurz nach 9 legt die Fähre voll beladen ab. Der Canyon, durch den wir fahren, ist wunderschön und ich genieße das langsame Dahintuckern der Fähre. Es ist fast meditativ. Schlimm und schade finde ich nur den Müll, der auf dem Fluss treibt und diese großartige Landschaft verschandelt.
Da ich ziemlich als Erster auf die Fähre gefahren bin, kann ich mir beim Ausfahren Zeit lassen. Ich bin der Letzte, der die Fähre verlässt. Von Fierza könnte ich ins Valbonatal fahren, aber mein Urlaub ist begrenzt, deshalb muss ich das auf ein anderes Mal verschieben. Fahre auf der SH22 und später der SH5 nach Kukas. Albanien hat vorwiegend bis ausschließlich Wasserkraftwerke. Deshalb gibt es viele Stauseen und Staustufen, die ganz schön groß und imposant sein können. Ich liebe diese Bergstraßen und wenn ich eine Quelle oder Brunnen sehe, halte ich an, trinke und fülle meine Flaschen auf. Eiskalt, wunderbar. Es gibt in dieser Gegend auch einige Mineralwasserabfüller, wie zum Beispiel Lajčica an der SH5 kurz vor Šemdy. In Kukas tanke ich und gönne Alia an einer der vielen Waschstellen eine Wäsche. Die beiden Mitarbeiter sind sehr gewissenhaft, machen sie tipptopp sauber und sie wollen kein Geld. Sie nehmen partout kein Geld von mir an. Das ist doch unglaublich, oder? Vielen Dank. Auf meinem Weg Richtung Peškopja finde ich so mitten im Nichts die Buistina Jana, einem kleinen Ort, einem wunderschönen Anwesen, bei dem ich den Abend mit gutem Essen, einem Bierchen und einen grandiosen Blick ausklingen lasse.
vielen Dank an den fremden Mann in Skoda, der mir einfach so einen meinen Kaffee bezahlt hat. Der Mannschaft der Komani Lake Berisha-Fähre und an die beiden Männer in Kukas, die mir kostenlos meine Alia gewaschen haben. Ganz besonderer Dank geht an Anna und Thierry mit ihren beiden Hunden, die mich auf der Offroad-Südroute von Theth nach Skoda mit Wasser versorgt und geschaut haben, dass ich heil zum Male Iso-Skidbar gekommen bin. Ich wünsche euch allen allzeit eine gute Fahrt. Euer Jürgen.